Nach dem tödlichen Messerangriff durch einen Afghanen auf einen Polizisten vergangene Woche in Mannheim hat es erneut einen Angriff durch einen Mann aus Afghanistan gegeben, diesmal in Frankfurt am Main. Dort attackierte ein Afghane eine Frau mit einem Cuttermesser. Er habe ihr plötzlich in den Kopf und den Hals gestochen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die 41-Jährige saß am Mainufer auf einer Parkbank, als der 19-Jährige sie attackiert habe. Als sie versuchte zu flüchten, habe er weiter auf sie eingestochen. Als Zeugen dazwischen gingen, verschwand der Mann, wurde aber wenig später von der Polizei in einem Gebüsch entdeckt. Die Behörden ermitteln jetzt wegen versuchten Mordes. Anna-Marleen Howe in Frankfurt am Main mit einem Cuttermesser auf einen Menschen eingestochen, auf diese 41-jährige Frau. Wie geht's der aktuell? Gibt es da Informationen? Ja, das fragen wir direkt mal nach. Ich befinde mich hier nämlich bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt und bei mir ist Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Herr Mies, wie geht es der 41-jährigen Ukrainerin? Wie sieht es aus mit ihren Verletzungen? Unser Stand war ja, sie kam schwer verletzt durch eben mehrere Stichwunden ins Krankenhaus. Wie ist da der Stand? Wie Sie schon sagen, die Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der aktuelle Stand ist mir nicht bekannt, aber sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Was wissen Sie denn soweit über den Täter, einen 19-jährigen Afghanen? Hat er Asylbleiberecht? Wie sieht es um seinen Status aus? Was ist zum Täter allgemein bekannt? Also zunächst mal möchte ich sagen, es ist ein Tatverdächtiger und kein Täter. Das bedarf der Klarstellung insoweit, dass es erst ein Täter ist, wenn er abgeurteilt worden ist. Es handelt sich um einen 19-jährigen Tatverdächtigen aus Afghanistan. Der aktuelle Aufenthaltsstatus ist mir nicht bekannt. Er hält sich schon mehrere Monate in Deutschland auf und war zuletzt in Baden-Württemberg gemeldet. Können Sie schon Näheres sagen zum Motiv, warum eben der Tatverdächtige so eine Tat begangen haben könnte? Man spricht hier unter anderem von einem Zufallsopfer, dass sich beide Personen nicht gekannt haben. Was können Sie da Näheres zu sagen? Das ist nach unseren Erkenntnissen so, dass es keine Beziehung zwischen Opfer und dem Tatverdächtigen gibt. Das Motiv ist auch noch völlig unklar, da sind wir ganz am Anfang der Ermittlungen. Jedoch gibt es aktuell keine Hinweise darauf, dass es ein irgendwie geartetes politisches Motiv ist oder möglicherweise, was auch schon gefragt wurde, möglicherweise eine Nachahmertat von Mannheim ist. Diesbezüglich gibt es keine Hinweise. Der Mann wurde ja nahegelegen in einem Busch versteckt, mit dem Cuttermesser wohl zusammen gefunden. Geht man dann da von einer eher psychischen Erkrankung aus? Was hat er denn für einen Eindruck gemacht? Also zunächst mal muss ich klarstellen, er wurde nicht mit dem Cuttermesser aufgefunden. Das Cuttermesser hat er wohl auf seiner Flucht verloren. Und wie sein psychischer Zustand ist, das werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Möglicherweise auch eine psychiatrische Begutachtung. Wie war denn die Hilfeleistung von Seiten der auch Passanten, dass da so schnell eingegriffen wurde? Das ist ja auch wirklich sehr heikel. In so einer Situation muss man auch den nötigen Mut finden, da Zivilcourage zu zeigen. Was können Sie denn darüber sagen? Das ist absolut zu loben, wie diese Passanten eingeschritten sind. Man muss sich vorstellen, da sticht ein Tatverdächtiger auf ein Opfer ein und trotzdem kommen Passanten hinzu. Und diese haben wohl den Tatverdächtigen in die Flucht getrieben und möglicherweise das Leben des Opfers gerettet. Und darüber hinaus ist auch zu loben die hervorragende Polizeiarbeit. Denn die Polizei hat es geschafft, dass der Tatverdächtige sehr, sehr schnell nach Begehung der Tat vorläufig festgenommen werden konnte. Es war ein Hubschrauber im Einsatz. Es wurde also alles dafür getan, dass hier Schlimmeres verhindert werden kann. Vielen Dank. Also wir haben es gehört, hier wurde nochmal die Einsatzbereitschaft der Zivilbevölkerung besonders gelobt, dass eben Schlimmeres verhindert werden konnte. Anna-Marleen, recht vielen Dank.